Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Disco Elysium. Schauen wir mal, was es mit diesem Motorwagen auf sich hat. Lassen wir die Hand über das kalte Metall gleiten. The motor carriage is properly stuck in the ice. Getting it out would require a team of specialists. Rust, moss, and sea life have already claimed it for themselves and initiated a slow decomposition process. Wie lange ist es schon hier? The ice hasn't closed around the vehicle yet. My guess is it's been here since last Saturday or Sunday. The estimate is correct. The incident probably occurred on Sunday evening. Von welcher Marke stammt dieser Motorwagen? Entdecken Sie irgendwo ein Firmenzeichen? The logo is too deep in the murky water. You can't make it out, but you do see a monkfish float by. Sieh an. Sieht so aus, als hätte Jacob Irvs Reise hier ein abruptes Ende gefunden. Wer auch immer das ist. Your mocking tone finds no response, but the motion of the waves. Haben Sie etwas gesagt, Lieutenant? Ja, du kratzt dich am Kinn. Verrückter Leichtsinn. Ein weiterer Fall, bei dem der Hubraum über den IQ des Fahrers triumphiert hat. Genug der Schadenfreunde. Freunde? Schadenfreude. Die Sache ist ernst. Yes, quite. Was sollen wir machen? Let's wait for the low tide and see what's inside. Okay, wann kommt die Ebbe? I don't know. An hour or two, tops? Okay. Du setzt dich auf die Schaukel und wartet, dass sich die Flut zurückzieht. Ich dachte, wir machen in der Zeit vielleicht was anderes, aber... Gut, dann warten wir halt einfach. As you sit down in the old, rusty playground, the world around you becomes very silent. Nothing but the sound of seagulls high above in the sky, echoing like distant laughter. Ice cracks around the blue motor carriage in the sea. Ich muss die unsichere Welt kurz pausieren. Damit wir hier zumindest irgendeine Chance haben. Augenblick mal, der ist ziemlich blau. Wir können erstmal auf den Motorwagen zeigen. Yes, it does. Welches blaue Ding mögen Sie am liebsten? Let me think about it. Wir versuchen eine Melodie zu pfeifen. The tune on your lips forms a strange yet undeniably beautiful contrast with the surrounding bleakness. The lieutenant gives you a quick glance, then, still looking straight ahead, he joins you with a higher-pitched and slightly more melodic trill. Two birds on a wire, whistling by the seaside, looking at the water and a sunken car. The wind blows. In the distance, behind the church, some vagrants are having an argument over a bag of tear they found in the reeds. Further away, a flock of seagulls lands. The clouds pass in the sky, and the shadow of the swing moves like the hour hand on a timepiece. 30 minutes have passed. Looks like this might take a while. Time to present a good topic for discussion. Und weil Vater auch, Sie wissen schon, du zeigst auf deine Augen. Ich zeige auf meine Augen. Also fragen wir ihn, ob sein Vater Alkoholiker war? Ich weiß nicht, ob ich ihn sowas Persönliches fragen will, aber die Flut lässt sich wirklich ganz schön Zeit, ist halt so bla bla. Würden Sie lieber eine Stunde lang auf einem Ameisenhügel sitzen oder in einem Fluss voller Blutegel stehen? Ich frage
frage ihn jetzt einfach mal das Erste. Also im Zweifelsfall wird das einfach nicht beantworten, I guess. I'm pretty sure I told you already, didn't I? My dad and mom are both half Serlite. Ich vermisse meine Eltern. Tue ich das? Weiß ich nicht. Vielleicht tun wir das. Clouds on the horizon grow darker, and the shadow of the swing set keeps climbing. You hear the distant rumble of the city. 30 minutes pass. Ich sage doch nur, dass es mich überrascht, dass die Hautfarben von Menschen sich so drastisch voneinander unterscheiden und dass ich meine Mutter vermisse. Weiß ich nicht. Das hat einfach so ein I'm not racist, but Unterton und da sehe ich uns halt irgendwie gar nicht. Glauben Sie, dass ich meinen Revolver jeweils finden werde? Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Frage. Wenn Sie Partei für die Streikenden oder das Transportunternehmen ergreifen müssten, für welche Seite würden Sie sich entscheiden? Kann ich das? Ich kann das nicht anklicken. Schade. Ich frage ihn nach dem Revolver. God, I hope so. Ich habe nachgedacht, wenn ich mir genug Zeit nehme, um mich gesund zu ernähren und zu trainieren, könnte ich mich in eine lebende Waffe verwandeln. Dann bräuchte ich nicht einmal einen Revolver. Ich denke nicht, dass ich meine Waffe jemals finden werde. Die Welt ist zu groß und meine Waffe ist so klein. Your voice echoes on the water, strange and out of place in the environment. 30 more minutes pass. Du kneifst deine Augen zusammen. Nein, erstmal fragen wir ihn, ob er erkennen kann, welches Modell es ist. Detective, I've been able to make out the mark ever since we arrived. I find it odd that you haven't. It's a Capri, Model 40. Digga, warum haben wir dann hier die ganze Zeit gesessen? It is a simple and rugged machine, favored by working men, government offices, firefighters, animal control people, you know, those kinds of people. Du kneifst die Augen zusammen und sagst, ist das da eine Nummer an der Seite? Yes, 41. What do you think it stands for? Okay, wir können uns jetzt ganz viel Bullshit ausdenken, aber er wird wohl nicht den 41. Platz auf der Rangliste der illegalen Straßenszene irgendwie. Nein. Der Wagen muss Tommy 41 gehören, dem Rundfunksprecher, der morgens auf FM 41 moderiert. Nein. Anscheinend wurde dieser Wagen in einer Fabrik urtümlich als Capri 41 gekennzeichnet. Nein. Oh Gott, nein. Uns geht einfach auf, dass das unser Auto ist. I'm sorry, Harry. I'm so sorry. 41. Precinct 41. A massive pit opens up in your stomach, and the most terrible feeling comes over you. You feel like you're about to faint and fall off the swing. Your hands get clammy, and the air tastes sour to breathe. Das erklärt dann aber trotzdem, warum Kim mit uns hier warten wollte, weil es wahrscheinlich trotzdem ganz sinnvoll ist, in das Auto zu gucken. Oh God, Harry. Oh God, Harry. What did you do? No. Just nope. Say no to this, Harry. Oh Gott, es ist meine. Ich habe meinen Motorwagen ins Meer gesteuert. I'm afraid so, yes. It looks like you drove your police motor carriage into the sea after you jumped across the canal. Nach dieser Nummer nehmen Sie mich nicht zurück, oder? Vielleicht habe ich ja jemanden verfolgt. Ich denke, nein. Wie bekommen wir ihn hier raus? Erstmal gar nicht. Ich kann ihn noch reparieren. Kopium. Erst mein Ausweis, der Revolver und jetzt das. Ja, erst mein Ausweis, der Revolver und jetzt das. The lieutenant adjusts his glasses and doesn't say anything. There is also a fourth thing you've lost. Eine vierte Sache? More precious than the gun
The badge and the motor carriage combined, lost forever into the deepest of seas. Nach der Nummer nehmen Sie mich nicht zurück, oder? People are more valuable than machines. Training a police officer is even more costly. People, yes, but not you. Vielleicht habe ich ja jemanden verfolgt. Of whom? I don't think so. If anything, you were probably drunk. Probably. Try definitely. Ja. Wie bekommen wir ihn heraus? Detective, we don't. A rescue operation really isn't viable at this point. Also bleibt der Wagen einfach so hier? I'm afraid it will have to be there like that for many years. Look at it. Parts of it might be salvageable, but overall, this machine is a write-off. Ich kann ihn noch reparieren. That is very unlikely. All the electrics are toast. That goes for the electromagnetic steering and brake systems as well. You'd be lucky to find one undamaged component in there. In a few months, there will be nothing but rust left of this vehicle. It'll be cheaper to buy a new one. Well, not cheaper. This motor carriage costs 40,000 real. But in the long run, it still makes more sense to buy a new machine than try to refurbish this. So viel Geld habe ich nicht. Let's face it, this is a substantial loss to your district's budget. I mean, my station only has 4 other vehicles in addition to my kinema. Na, wenigstens kann ich jetzt noch nachsehen, was sich im Wagen befindet. Yes, let's go take a look. Irgendwie hätte mir das von Anfang an klar sein können, oder? Was habe ich denn jetzt Neues? Ah, den Kanister. Righty. Ein verbeulter Edelstahlkanister für den Transport und die Lagerung von Schweröl. Das Logo an der Seite hat sich über die Jahre teilweise abgenutzt. Das von der Regierung ausgegebene rot gefärbte Schweröl sieht aus wie Farbe. Allerdings riecht es deutlich schlechter. Warum ist denn jetzt am beschädigten Fallbuch irgendwo... What? Why though? Okay, wir haben auf jeden Fall 2 Skillpunkte. Das ist ganz okay. Mir aber gerade erstmal egal. It's the ledger oh, and an incredibly cool piece of kitchen tissue is stuck to the back. Okay, da kriegen wir... Halt. Ich stecke das Fallbuch ein. Lege die Handschuhe an, weil wir Mechanik brauchen. It's the ledger oh, and an incredibly cool piece of kitchen tissue is stuck to the back. Und versuch's nochmal. Just relax. The 2 sides of the board are slightly misaligned, like a drawer that's come off the slides. All you need to do is bend the plastic on your knee, slowly. The slides snap back into place. It should be possible to just, you know. Ich glaube, das wird einfach richtig bitter, was da drin sein wird, aber gucken wir mal. Du schiebst das Fach auf. Without resistance or sound, the 2 panels move against each other. The compartment is now open. Was ist drin? 2 ticket stubs and a handmade postcard. Okay, das ist... Du nimmst die entwerteten Tickets an dich. 2 octopuses are smiling, reaching their tentacles toward each other in the colored pencil drawings. The tickets permit access to the zoo in Revachol East. The aquarium costs extra. These let you go there, too. Du nimmst die Postkarte in die Hand und fährst fort. Bring dich verdammt nochmal um, du Arschloch. Also das sagen wir uns selber, aber... Also, erschließt sich mir gerade noch nicht ganz. Wir nehmen erstmal die Postkarte. Thin wax paper has been glued to a piece of cardboard.
Sounds like leaves rustling when you pick it up. You see violet flowers, floral patterns, patches of glue. Du riechst zuerst daran. It smells of chewing gum, apricot flavored. A touch of cinnamon, the end of summer. You think the label says tutti frutti. Du öffnest sie. Familiar handwriting lines the inside of the card. Oh Looped, Gott. round letters in a woman's hand. A young woman in her 20s. There is care, effort, and a smile, you think. Although that is not something you can read from someone's handwriting. Harry, it begins. You're already reading. I wanted to write you a letter so you can read it when you wake up. Maybe it will make you happy. Throw it away, please. Aber sie wird mich glücklich machen. A merciful wind blows in from the bay of Revachol, dusting the ground at your feet and raising newspapers far away. You feel the card slipping into it. Let's go. Auf keinen Fall. Du hältst sie fest, du liest die Karte. Your hands shake, holding onto it. Every morning when I step out and you're asleep behind me, it says, I find a little piece of sadness in me. I carry it in my chest down Voyager Road. Every step I take, it grows. By the time I reach the fuel station, it has filled me entirely. I step onto the light rail and look back. Sparks fall from the bow collector. I know it will be like this until late afternoon when I get off the 42 and walk back to you. You. Every step I take will get lighter. It almost makes me run. Sometimes I do. I can't believe I met you. I can't believe the happiness I feel with you. You have a vast, vast soul, and I will always, always, always come back to it. Kisses, kisses, kisses. You feel the air sucked out of your lungs and the blood sucked out of your head. Everything around you gets dark. Small white dots appear. You feel the ledger slip from your hand. No, hold on. Du entscheidest dich für das Festhalten. To what? There's nothing. Detective, is everything alright? Du fällst zur Seite. Hat uns das jetzt umgebracht? Oder sind wir einfach nur bewusstlos? Ist das ein Ende? Ich bin verwirrt. There is nothing. What? Again. Okay. Du liegst einfach da, ohnmächtig. Well, almost nothing. There is the ground below you. That's still there. And the small light that's on, fluttering, somewhere in the basal ganglia. Wer ist da? That's me. Blue eyes, that's me. Und wer war das? Who was what? He speaks of the sickening longing, the unwell emotion. Even in the darkness, he's grasping for it. Still trying to hold on to the great sorrows slipping in the water. Slimy. Ja, genau, das ist es. Here in the paleo-mammalian cortex, we call it the shadow. Because it's always there. War das dieser Ex? Jemand? Bloated corpse of the past resurfacing. Ja, die. Nein, es war etwas Schönes. Beautiful. Believe me, stupid ape. Its lack of beauty was not the problem. Mein Name ist also Harry? Your name is fuck all.
It certainly ain't Harry. Wie heiße ich dann? Your name is passed out on the ground, dragged around by one of the other evil apes. They're taking you somewhere. Wo ist die Voyager Road? There is no Voyager Road. There are no roads, no houses, no lights in the windows. It's all on pause. Genug. Du liegst einfach da, bewegungslos. You think they would let you? Until you disintegrate into biomolecules? No. Someone is breathing on your face now, inspecting your pupils, stupid idiot. Was ist das? Es ist kalt. Yes, they're pouring something on you. It's in you. And It's delicious. Glowing lights on a dashboard emerge out of nothingness. Wo bin ich? In the upholstered cabin of Lieutenant Kitsuragi's motor carriage, seated in the driver's basket, the air is thick with leatherworks and heavy fuel oil. Cold water runs down your chin. Drink. Water. Oh Gott. Nein, ich will nicht. There is no use arguing with me. You will die if you don't. Drink. There really is no use arguing with him. This is him exerting the reserves of authority he usually withholds. You can't even try to resist. All you can do is... The water is cold, silvery, the stuff of life itself, as it pours down your parched throat. The pounding in your head recedes. The darkness parts. Drink. You haven't drunk water in 2 days. Did you know the human body is not made to survive on alcohol alone? You need a secondary form of hydration. With greedy gulps, you down half a liter of cold water. Some of it spills on the driver's seat. The lieutenant pays no heed to it. What happened? Das gleiche könnte ich Sie fragen. Ich bin mit den abgebrannten Ruinen der Vergangenheit in Kontakt gekommen, Lieutenant. Ich war dehydriert. Komm nicht wieder vor. Du schließt das Thema ab. Scheiß drauf. Du machst dich daran, aus dem Motorwagen zu klettern. Ich könnte ihn erst mal das Gleiche fragen. You were reading your paperwork. Then you passed out. I carried you to my kinema to take you to a hospital. Then you came to. Wie lang war ich weg? Eine halbe Stunde ungefähr. 10 minutes, maybe. Ah, okay. Nicht mal. Ich bin ehrlich zu Ihnen. Ich bin mit den abgebrannten Ruinen der Vergangenheit in Kontakt gekommen, Lieutenant. That does sometimes happen. Ah, unser Fallbuch ist jetzt nicht mehr das, wie auch immer es vorher hieß, defektes Fallbuch oder so, sondern ist jetzt Fallbuch des Versagens und des Hasses. You dropped these. Are you okay to proceed? Lösen wir diesen Fall. Good. The Ledger of Failure and Hatred is a special item that can be used both as an interactable and a tool equipped in your held slot for skill bonuses. Okay. +1 Innenleben, +1 Empathie, -2 Autorität. Okay. Es ist dasselbe Fallbuch, das du im Müll gefunden hast, nur irgendwie schlimmer. Es lässt dich an den Brief denken, an die Handschrift der Frau, an das Gefühl, morgens nicht aus dem Bett zu wollen. It's the ledger you found in the trash. A cabbage. Oh, and an incredibly cool piece of kitchen tissue is stuck to the back. Without resistance or sound, the two panels move against each other. It's slightly, ever so slightly, difficult to breathe once you've done so. Okay, haben wir den Brief? Nee, oder? Der ist jetzt nicht irgendwo aufgetaucht. Und da war da noch irgendwas anderes drin. Irgendwas, die
die Marken? Nee, was war denn das? Die Eintrittskarten, die hätte ich mir gerne nochmal angeguckt, aber die sind auch einfach weg, oder? Wir können auf jeden Fall mal die unsichere Welt jetzt wieder verinnerlichen. Weiße Trauer, 5 Stunden. Du siehst von oben auf dich herab, du bist ohnmächtig und liegst auf den blauen Kacheln des Hotelzimmers. Selbst auf die Entfernung kannst du sehen, wie deine Augenlider zucken. Was wurde gerade gesagt? Ein großes weißes Objekt, das einen süßen Geruch absondert wie ein Maiglöckchen. Der kleine Mann hat den Namen dafür vergessen, aber an das Gefühl erinnert er sich noch. Schau mal, er bewegt sich. Das Gefühl lässt ihn aufleben. Instinktiv greift er nach dem besten Freund des Gefühls, einer Flasche Commodore Red. Er zieht seine Disco-Klamotten an und schrumpft immer mehr. Ja, ich glaube, da sehe ich mich. Da sehe ich uns, glaube ich, sehr. Aber noch nicht jetzt. Noch nicht jetzt. Kim, danke. Auch wenn Sie wenig Erfolg haben werden, danke, dass Sie immer noch versuchen, mich zu retten. So, und dann würde ich jetzt aber trotzdem ganz gerne ins Auto gucken wollen. In der Hoffnung, dass da irgendwas Positiveres drin ist. Eine Flasche, die keinen Tropfen Alkohol mehr enthält, ist am Eis festgefroren. Ja, hier hinten war noch irgendein Spot, den ich beim Schaukeln gesehen hatte, genau. Fußspuren im Schnee, sie führen vom Unfallort weg. Na, das werden wohl meine Spuren sein. Unter der Plane ist ein Boot versteckt. Naja, versteckt würde ich jetzt nicht sagen. Und da steht eine Tür offen. Okay, hier kommt, glaube ich, noch einiges. Wir gucken erstmal in das Auto. Oh, was fällt mir hier auf? Entweder war die Person sehr verwirrt oder sturzbetrunken. Oder beides. Es ist einfach mein Ausweis. God bless. Und meine Commanderjacke. Eine schwarze Uniformjacke mit dem charakteristischen weißen Rechteck der BMA auf dem rechten Ärmel und dem Rücken. Im Kragen stehen folgende Buchstaben. LTN für Lieutenant 2JFR. Die Jacke ist von außergewöhnlicher Qualität, abgesehen von ein paar kleineren Gebrauchsspuren. Ja, verlieren wir plus 1 Shiver, aber ich würde sie schon gerne ausrüsten. Zusammen mit den Handschuhen. Nee, die Hose ist es einfach nicht. Also ist eh nur die Frage, ob wir Gewandtheit oder Reaktionsvermögen verlieren wollen. Okay. Wir haben unseren Ausweis. Wo auch immer. Ah, hier. Ein dickes blaues Stück Acryl, das ein dünnes Blatt Papier mit dem Namen und Rang des Polizisten umhüllt. Neben dem Text blickt dich ein Mann an, eine jüngere Version von dir, die innerlich zwar schon zerfällt, von außen jedoch noch salonfähig wirkt. A police badge on which you see the photo of a man. You. Some seaweed is stuck to the back. Ich habe meinen Ausweis gefunden. At least something good came out of all this. Du betrachtest den Ausweis genauer. Encased between 2 durable plastic sheets is a bluish card with lines of information and a watermark in the shape of the street grid of Revachol West. You see a photo, a name, a rank, a document number, the date of issue, and,
In the lower right corner, your precinct. Name: Harrier Dubois. Harrier. That's long for Harry. So you are Harry. Evrard was half right. Probably not a lot of people know your full name. Whoever told him you're Harry Dubois didn't. Moment mal, was ist Harrier denn bitte für ein Name? It's a wartime name. Revolutionary. The kind mothers give their sons during troubled times. Like Undying or Boxer or Ironhide. It's meant to keep you safe. From bullets, hunger, shrapnel, kidnappings, and worse. Dann also Harrier Dubois. Pleased to make your acquaintance, Harrier Dubois. He's not going to call you Harrier. He'll keep calling you officer when he's angry with you, and detective when he's not. The badge in your hands shines as you rotate it, catching light. You see lines of information. Du siehst dir das Foto an. The man keeps winking at you with his green-grey eyes. The photo is old, no doubt about that. Wie alt? 8, maybe 10 years. The guy in the picture is rather good-looking. He's got a nice haircut and is distinctly lacking in massive sideburns. Und er zwinkert. Wieso? What do you think? His face is already contorted by the expression, although it looks less grotesque on him than it does on you now. It looks better on him because he isn't in as much pain while producing it as you are now. Although there's already a hint of that pain, certainly. Don't be fooled. The bad times have already begun. Wake up the past and tell it to stay awake. The bad times are here to stay. The badge in your hand shines as you rotate it, catching light. You see lines of information on it, and a shining watermark. Rang LTN to JFR? Lieutenant W. Freighter. Was ist ein Lieutenant W. Freighter? Ah, doppelt Gefreiter. Ah, The lieutenant is a rank above sergeant and below captain. It's the highest rank in the RCM that still does field work. I am a lieutenant. und doppelt Gefreiter? The title of Jefreitor is added to your rank when you decline a promotion to a higher rank. In your case, captain. You have declined twice, thus you're double Jefreitor. Abgelehnt? There are many reasons one would do this. The rank above you in your precinct's decontage might be taken, or sometimes promoted officers do not want to replace their superiors, out of respect. And sometimes they just prefer the type of police work available to their current rank, in your case, lieutenant. Heavy-duty case-solving machine. Was ist eine whatever? Decontage is the hierarchical system employed by the Revachol citizens' militia. It means counting down to twos. The lowest rank is junior officer, usually teenagers. Then there are the patrol officers, then sergeants, lieutenants, and then a captain. That's basically it, except for a few kings. Was denn für Sonderfälle? Kings like satellite officers and the additional Jefreitor rank I already explained. The long and short of it is, you're his superior. Moment mal, Satellite Officer? You are given the title of satellite officer if your partner is quickly promoted through the ranks and you rise with him. You don't seem to be a satellite. Sie haben sich also so viel Schwachsinn von mir gefallen lassen, weil ich Ihr Vorgesetzter bin? No, I've been putting up with you because despite an unconventional approach, you are doing good police work. Danke. It matters more than driving your motor carriage into the sea. And now we've even found your badge. He trusts you, for now. Try not to spoil it. Ich dachte, mein Rang sei Säufernase. Yes, apparently you've had a rather successful career in the past, and this leads me to believe maybe your current situation is only temporary.
Ich will nicht, dass es mir besser geht. Ich will, dass es mir schlechter geht. I don't really know how to respond to that, Lieutenant W. Freighter. Du wendest dich wieder dem Dokument zu. Such a small yet precious thing. Expensive paper caught between thick plastic, like a fly in amber. It reads. Seriennummer Ref 126205 Gem 41. That's just the serial number. Revachol, Jamrock, Precinct 41, with some numbers thrown in there for good measure. Ausstellungsdatum 7. November 50. 4 months ago. I'm guessing that's when you were promoted to the rank of Lieutenant W. Freighter. A new badge usually comes with a new rank. You seem to have been doing well then. The pain in your chest tells you you were working yourself to death to earn that rank. The case created a lot of edge you have to take off. The death march really gets us going. A lot can happen in 4 months, especially in winter. The winters are never easy on you. Of that you are sure. I remember that time! That was a good time. We had a good work-drink balance going. What happened, man? Pump it up! Ah, fuck. Ja, genau. Das ist der Beginn von Trainwreck-Level, wo ich hin will. Ah, shit. Revier 41? Yes, it's the designation of your precinct. 41. Like mine says 57. The 57th is mostly industrial harbor. A lot of asphalt. The 41st is... Was? It's a tough station to work in. You have all of Jamrock to cover. That district should have 3 precincts, but money is what it is. It's no wonder you are like you are, he thinks. But then again, it's a legendary district, and a hell of a station too. It must be an honor and a curse to work with people like Price, McCoy, Berdiaeva. And you? Is it an honor to work with you? Don't ask him, ask yourself. The badge in your hand shines as you rotate it, catching light. You see lines of information on it, and a shining watermark. Okay, stecken wir den Ausweis ein. Ah, holy shit. Aber hey, wir haben den Ausweis gefunden. Wir kommen voran. Und vor allem können wir jetzt Joyce den Ausweis zeigen. Und dann sollte sie ein bisschen mehr mit uns reden. Hoffentlich. Bevor wir das allerdings machen, würde ich ganz gern noch ein bisschen hier rumgucken. Jemand hat den Zaun und den Stacheldraht niedergerissen. Ist hier irgendwas, das wir mitnehmen können? Nein. Die Schaukel fehlt. Hier war schon lange niemand mehr. Der Wind wird von den viergeschossigen Gebäuden eingefangen, die diesen Hof umgeben. Ruhm sei unseren Geistern, so das Graffito. Okay, ich dachte, ich sehe noch ein bisschen mehr, wenn ich hier reingehe, aber offenbar nicht. Aber da liegt Geld auf dem Boden. Immerhin 50 Cent. Und wir können auf jeden Fall den Kanister verkaufen und uns dann noch eine Nacht im Hotel leisten. Jemand hat seine Musiksammlung unter der Plane versteckt. Oh mein Gott, die kleinste Kirche in Saint-Seine. Ah, shit, wir werden so Karaoke singen. Das Tonband, das du in einer Hütte an der Küste gefunden hast, auf der A-Seite steht die kleinste Kirche in Saint-Seine. Während auf der B-Seite die instrumentale Version zu hören sein sollte. Er fordert zum Abspielen einen Ghetto-Blaster. Oh, well. Rust peels off the bent iron posts of the swing. The wind whistles through the skeleton of the small house behind you. There's desolation everywhere. Was ist hier passiert? In this yard?
Der Lieutenant wirft einen Blick auf das kleine Gebäude. In der Ferne erhebt sich ein Schwarm grauer Schwalben in die Lüfte. He's assessing the situation. How long ago was it abandoned? Someone thought they could have a summer house in a bloc obscure. For cheap. It didn't work out. They abandoned it about a decade ago. Was ist ein Block obscur? A black bloc. A part of the city left unrenovated after the war. Or one that has fallen to gang violence. Or has become inhospitable in some other way. Also ist dieser Teil der Küste ein Block obscur? Practically, it's not an official term in any way, but look around. No sewage, broken power lines, crime, drums. Life is tough in the blocks. It's no place to build a summer house. Tja, immerhin haben die früheren Bewohner ein bisschen Musik zurückgelassen. Yes, and you picked it up as part of the Jamrock Shuffle. Er schenkt ihr ein erschöpftes Lächeln. It's not meant as nagging, just an observation. We should move. I don't think we will solve the murder with forays into the urban hinterland, at least in this phase of the investigation. Ich dachte, da liegt noch was. Da liegt auf jeden Fall noch was. Da liegt auch Geld, oder? Irgendwas liegt da. Also das sieht aus wie Geld, aber ich... Ja gut. Ja, Kim sagt, wir sollten aufbrechen, aber ich bin einfach zu neugierig. Der Tag ist noch lang. Ja. Great news. The boat is big enough for a grown man like you to fit underneath it in a supine position. Moment, was soll ich denn unter dem Boot? I don't know. Sleeping? What do people do under boats? This is merely a measurement from your visual cortex. Do with it what you want. The elements are rough around here. I don't know about this. Gute Neuigkeiten, ich habe einen neuen Schlafplatz gefunden. Huh? Unter diesem Boot hier. Das kostet nichts. Ich meine, ich kann den Fall zum größten Teil unter diesem Boot abschließen. Das Plätzchen ist trocken, wetterfest und umsonst. Sarcastic self-pity is not what we need at this moment, officer. Ach, nicht? Okay. I understand the situation looks grim, but we must continue with our investigation. Okay. What do we have here? Durch das zerbrochene Glas sind verstaubte Regale und ein vergessener Stuhl zu sehen. Eine Postkarte. Eine Fliege plus 2 Schauspielkunst. Nett, aber wir werden nicht die Krawatte ablegen. Not gonna happen. Im trüben Licht des Raums siehst du einen dunkelroten Stuhl. It's only a red chair. Just a red chair in an empty shack, with what looked like a dusty bow tie on the shelf. Nothing to see here, right? Hey Kim, wo sind wir hier? In someone's abandoned shack. On the coast. In Martinez. In Ravachol. He's afraid you've forgotten suddenly. Was hat es mit dem roten Stuhl auf sich? Nothing. It's just a piece of furniture. Red paint is peeling off it. Looks like blood, no? Was hat es mit der roten Fliege auf sich? It's just a piece of clothing you've picked up. You do that, officer. You collect clothes sometimes. He sounds a little worried. It's an odd habit. You better not fucking think about ditching me for some shitty cum-stained bow tie! You and I are gearing up for the final showdown that's gonna be off all walls. You wait and see. Your necktie sounds very scared. Never take it off. Yes, agreed. You should never take your necktie off. Ever.
Ich glaube, es wäre richtig gut, wenn wir die, also es wäre, wenn wir doch noch irgendwo hin wollen, vielleicht ganz gut, die Nektar abzunehmen. Aber wenn wir den Weg beschreiten, den wir planen zu beschreiten, ist die Nektar exakt das, was wir brauchen. Ah, shit. Let's get out of here. Du bist dir sicher, dass du mit dieser Fliege ein echtes Zeichen setzt. Allerdings bist du dir nicht ganz sicher, was für ein Zeichen. Diese Postkarte zeigt einen Wald von Schornsteinen, aus denen dichte Rauchwolken in den wolkenlosen blauen Himmel emporsteigen. Der Lauf der Zeit hat ihr einen blassen Farbton verliehen, wie die Farbe alter Zähne. Auf der Rückseite wird ein einziger Satz zweimal wiederholt. Ich bin entkommen. Ich bin entkommen. Kein Empfänger. Von Norden her dringen Alltagsgeräusche. Ein Waschbrett reinigt Stoff von Schmutz. Gott, hier ist einfach noch richtig was los, oder? Betonziegel verkohlt. Eine behelfsmäßige Feuerstelle. Zeitschriften dienten wohl als Zunder. Das Gebüsch ist zu dicht und dornig, um es zu durchqueren. Es sind auf jeden Fall noch eine Menge Leute, mit denen ich reden kann. Ich würde aber, glaube ich, gerne erst mit Joyce reden, to be fair. Schnelles Reisen freigeschaltet, Fischerhütten, okay. Wo mache ich das? Wahrscheinlich auf der Map, oder? Na, guck mal, was kommt denn hier noch? Okay, wenn wir wirklich halt den ganzen Bereich noch erkunden können, dann gebe ich Kim vollkommen recht, dann sollten wir vorerst nicht hier weiter erkunden, sondern gehen mal ins Hafenviertel gerade zurück. Also ich will das auf jeden Fall erkunden, aber es hat definitiv nicht Prio. Und ich mag das Quick Traveln. Das ist eine sehr gute Option an der Stelle. So, Joyce. Talk to me. You're back. Good. What can I help you with? Ich habe meinen Ausweis gefunden. I love you did. Sie inspiziert das blaue Plastikkärtchen. Ihre Augen huschen von links nach rechts. Pleased to meet you, Lieutenant W. Freighter Dubois. I am glad to see a man of high qualification. The situation is precarious. What can I help you with, Lieutenant Freighter? Von dem Ausweis in deiner Handfläche tropft Seetang. Er riecht nach Fisch. Ist es von dem Ausweis in Ihrer Handfläche, oder? Oder habe ich ihn in der Hand? Ich habe keine Ahnung. How about you share your information on the lynching, now that you've seen his badge? The goalposts have moved, Lieutenant. In the absence of the badge, I have informed my employer there will be a probe. I cannot rescind that promise. To my knowledge, the drivers are still at the roundabout. I will tell you everything I know when you've finished with them. Come on. Das hatten Sie von Anfang an vor. My plan is to share information. The only way to do that now is by telling my employers you've kept your end, which I hope you will, because let me tell you, we are in dire waters. How bad can the info she has be? The sooner the probe is finished, the sooner I can share crucial information with you. Now, is there anything I can do for you in the meanwhile? Tea, perhaps? Kommt drauf an, ist Schuss drin? Dann maybe. Über die Tätowierung sagt ihr mir immer noch nichts, oder? That's the man who was killed. Nee, Better okay. not tie the fourth day to the bat's day on this. I hope there is something else I can help you with. She wants to answer the question. Ja, ja. Protocol. More lessons in basic reality? My favorite part of the day. Go ahead, ask me anything. Korpsgeist legendär. Was ist... Du denkst an etwas, das Bedeutung für dich hat. Können wir versuchen? 72% Chance.
Wow. Du greifst gedanklich nach etwas Grundlegendem. 97% Chance. Okay, let's roll. What is all of this? The scent, the sound, the air. In was für einer Welt befinden wir uns? What world? The only one, I suppose. The world of matter. And its pale antipode. The camera of her mind glides over the surface of the water. Was sehen Sie? Great bodies of water. Forest-covered surfaces. Clusters of light where the cities lie. You've seen the montage. We all have. This world is enough. There is a term of endearment they coined for it, in the DeLorean century, when humanity was high on this world, discovering more and more of it, these archipelagos included. Wie lautet er? Elysium. Elysium. Die Welt braucht einen Kosenamen. It does. There are those who would call it hell. Was ist Hölle? A term of hatred that originates, like many such things, with the Mesk petro-fascists. Ich habe das Gefühl, dass ich mir immer noch kein richtiges Bild von dieser Welt machen konnte. Oh, you want a picture of the world? There is no complete set yet, dear. They're having some trouble reaching orbit. Warum das? Great things are difficult to achieve. For now, we're viewing the world from the inside, sideways. Innen und seitlich. Welche Form hat diese Welt denn dann? We used to think it was a sphere, but that is beginning to look less and less likely by the day. You wouldn't know it from the tabloids, but the ORG nations have been launching weather balloons into the lower ionosphere since the 30s. ORG, Occident Revichol-Grad. There's a steadily increasing trickle of images. Between the big three scientific contributors, they're piecing together a dark grey corona. Auf einem dunkelgrauen Strahlenkranz? Yes. Pale covers 72% of the surface. There are grey flares and prominences, even arcs above entire isolas. The images are blurry, but if there was a sphere in there, it certainly looks like it fractured a long time ago. Wait, what? A cold fear seeps into you. Grau? Und was meinen Sie mit Strahlenkranz? They say there is a rarefied envelope of matter surrounding the darkened disk of our planet. That is, if we are still living on a planet. Or, to speak more plainly, imagine vast swathes of land disrupted by nothingness. I am sorry, dear. It must sound quite terrifying through the acute encephalopathy. Even scientific positivism isn't entirely convinced about what we're dealing with here. But this is one of the greatest questions of our time. Maybe when they get the complete set together, it will jolt us out of our rut, bring us together, however naive it may sound. Ich glaube nicht, dass ein gebrochener Strahlenkranz irgendwen zusammenbringen wird. You have misimagined it. I don't have the power to convey to you the effect and geometry of the images that depict our world from below low orbit. It's like the crowning of the world. It's insane. Very disco. You'd love it. Naja, wenn Sie sagen, es sei Disco. See? Everyone finds something worth holding on to in this world, however wasted its opportunities. The cold seeps into you. The air is heavy with 80% humidity. Suddenly, you're conscious of yourself standing there, on whatever this all is. Your arms hang down by your sides. The lieutenant observes you both, silently. He adjusts his glasses. Sie haben das Grau erwähnt. Was ist das Grau? The pale is not, technically speaking, part of reality. Yes,
Also, I think we've had enough excitement for today. We do have a case to attend to. Ja, aber das Grau. His voice is low, but firm. All she can say is, Of course, Lieutenant. Let's try something else. Ich will es nicht mit einem anderen Thema versuchen. Ich will jetzt wissen, was das Grau ist. I don't think your colleague would appreciate that. He has already been so patient with this whole exercise. Let's continue with something else, all right? You can ask about anything else in the world. Anything. Okay, ich möchte Kim tatsächlich gerade nicht wegschicken, auch wenn das wahrscheinlich gehen würde. Wir versuchen das einfach nochmal. Was ist... 6 kilometers southwest in the Valley of Dogs, Junior Officer Chad Tilbrook takes aim at a rabid black dog licking its wounds in the grass. To his left, his partner, Emil Mullins, whispers, "You heard what happened to Tequila Sunset in Martinez?" "Yes, he lost his mind," Tilbrook answers, fingers on the trigger. "Don't worry, Emil." He pulls it out slowly. Slowly now. He'll find it again. We always do. Was bin... ich? You? You're an officer of the RCM. Ein Officer der Bürgermiliz Riverscholl? Preciso Mundo. Gut, was ist die Bürgermiliz Riverscholl? Nothing more nor less than the de facto law enforcement body of post-revolutionary Revachol, Detective. Yes, we are the Revachol Citizens Militia. Sind wir das? We are. Sie haben faktisch gesagt, Yes, that means not de jure. The RCM acts in what is poetically called the twilight of international law, both at the behest of the coalition government and to its chagrin. was meinen Sie damit? The RCM's responsibilities are defined by the Emergency, Wayfarer and Aliments Acts, 3 pieces of legislation keeping the city in a, let's be honest, laissez-faire stasis to the benefit of foreign capital. All 3 are good to know when we are out policing. Also bin ich im Grunde genommen ein Lakai des Kapitals? Also bin ich im Grunde genommen ein Sklave fremder Interessen? Also bin ich im Grunde einer von den Guten? Also ist es im Grunde genommen besser, dieses Thema zu meiden und zur nächsten Frage überzugehen? Also bin ich im Grunde genommen einer von den Guten? There's nothing basic about your role, Detective. It's true that the RCM keeps everything the way our seemingly permanent provisional rulers like it. Yet, on the other hand, I know these people. I deal with them daily. Let me tell you, dear, they are not fans of you. Warum nicht? The post-revolutionary decade was a disaster for the coalition government. Revachol in the 20s was hell, especially on the west side of the river. Gang warfare, a botched privatization scheme, a nuclear pile meltdown. They called it the international zone because no nation wanted to claim responsibility. The RCM restored peace where the coalition failed. A true blue citizens' initiative. They will never forgive you. That's somewhat of an exaggeration. In reality, ours is a mutually beneficial arrangement. Revacholians get to keep the peace in Revachol, and the coalition doesn't have to worry about it. Anyway, sorry to intrude. Please continue. Yes, Lieutenant. Permit me to conclude with this. Who you are, to me, is the police. The only legitimate law enforcement authority in Revachol. Vielen Dank. And if those authorities drink so hard they need help recalling the basic terms of reality, well, I'm here to help. Ich will auf jeden Fall mit ihr über das Pale reden, aber nicht jetzt. Ich meine, was zur Hölle? Okay, das wäre vorerst alles. Glad to have been of assistance. The little that I know.
So, was... ja, höre dich nach möglichen Bedeutungen der Tätowierung um. Wo? Ah, das ist jetzt... Okay. Vermutlich befürchtet er traumatische Folgen für dich, wenn du vom Grau hörst, okay. Kehre zu Joyce zurück, sobald du ohne ihn unterwegs bist, oder frage sie danach. Oder überzeuge ihn davon, dir kurz etwas Privatsphäre zu lassen. Okay. Tja. Ja, nee, Joyce will mir schon was sagen, aber ich muss nicht einfach nur meinen Ausweis zeigen. Das ist halt der Punkt, der mich verwirrt. So, weil jetzt müssen wir ja prinzipiell, der Auftrag ist gar nicht geupdatet, ne? Weil sie sagt, so jetzt muss halt, wenn ich es richtig im Kopf habe, müssen wir jetzt halt erst mit den LKW-Fahrern, die halt in der Innenstadt oder wo auch immer stuck sind, irgendwie klarkommen. You're back. Good. What can I help you with? So, Thema Lynchmord, können wir sie nicht mehr drauf ansprechen, oder? Drogenschmuggel, Boot, Wild Pines, Streik, ne. That's the man who was killed. Better not touch. She wants to... Ja, also das ist halt Thema Tätowierung, aber das ist nochmal was anderes. Und das andere war ja jetzt so, ja, ich habe zwar gesagt, ich kann mit ihnen reden, wenn ich den Ausweis gesehen habe, aber jetzt übrigens doch nicht. Danke für nichts, I guess. Die Frage ist, ob ich jetzt mit den Leuten in der Stadt nochmal reden kann. Also ob es da jetzt irgendwas Neues gibt. Irgendwie wage ich das zu bezweifeln. Wobei, wenn wir jetzt den Ausweis haben, vielleicht bringt uns das an der einen oder anderen Stelle doch noch weiter. Who knows? Still here. Stuck in this damn jam, my man. What's up? Gut, da hat sich erstmal... das ist immer so die Sache. Das finde ich so ein bisschen... Stuck in this damn jam, my man. So ein bisschen uncool, dass prinzipiell hast du hier jetzt nichts Neues, aber es kann halt noch immer sein, dass, wenn ich jetzt hier drauf gehe... It's like, whatever's going on over at the docks. Workers got a blockade set up, making demands, no way in or out. Es könnte halt immer noch sein, dass hier dann was Neues auftaucht, was aber halt vorher nicht angezeigt wird. Das ist immer so ein bisschen so, Anything else? Us lorry driver, not my thing. What's better than chasing Trent? Ja, danke, das war vorerst alles. Das hatten wir alles schon. Okay, dann bin ich gerade so ein bisschen unschlüssig, wo ich weitermachen soll. Also wir können auf jeden Fall immer noch in einem anderen Gebiet weitersuchen und gucken, was wir da so finden. Aber wenn Kim schon sagt, so, sollten wir erstmal nicht, ist das ja auch so der dezente Hinweis vom Spiel, so wir haben hier noch was zu tun. Aber mein Falltagebuch, oder beziehungsweise unser Auftragstagebuch, das Questlog ist halt so, ich kann Karaoke singen, ja, okay, ich habe ein trauriges Lied auf Tonband. Aber das geht zum Beispiel halt nicht, da kommen wir nicht weiter. Ich könnte eine Zigarette rauchen, ja, aber sehe ich im Moment halt nicht. Das gleiche mit Alkohol. Das würde ich vielleicht einfach, um es auch abzuschließen, einfach mal beides machen, wenn der Mittwoch vorbei ist und wir Kim los sind, und dann würden wir das einfach machen, bevor wir schlafen gehen, in der Hoffnung, dass wir dann schlafen können. Oh, kann ich Kim nochmal nach dem Wettpissen fragen? Frage Kim danach, wenn die erste Untersuchung der Leiche abgeschlossen ist. Okay. Let's try. Yes? Ich will über sie reden. What about me? Oh Gott, das Wettpissen finde ich doch jetzt niemals wieder, oder? Good. Let's change the subject. Nochmal vom Fall reden. What do you want to know?
Jetzt, nachdem wir uns den Tatort angesehen haben, möchte ich mehr über dieses Wettpissen wissen, das Sie erwähnt haben. What's there to say? It's just stupidity. Was für ein dusseliges Verhalten ist es denn? The cop kind. Our precincts can't decide if Martinez is part of Jamrock or the Industrial Harbor. Yours or mine, as if we somehow own parts of the city. Typical street gang mentality. So we've let the Union make a mockery of law enforcement here. And now it's come to its natural conclusion. Na, also hier geht es darum, wer an Martinez das Sagen hat. Well, sort of. It's less a matter of who gets to police Martinez than who has to. It's an orphan district, in other words. Okay. I think the dispatch desk just told both our stations about the hanging. There was quite the brouhaha at the 57th, I can tell you that. Time to settle it, they said. Cop off. But I assure you, I am not their finest or toughest, with 102 cases solved. What I am is least interested in a pissing competition. So he volunteered to represent the 57th, but not out of competitiveness. On the contrary. Okay. Also haben Sie sich freiwillig gemeldet, um Ihnen einen Strich durch die Rechnung zu machen? Yes, I am an unrepentant spoilsport. Was ist denn Martinez so besonders? Martinez? Nothing. It's just a puddle at the end of some drain pipe. No one cares about this place. They care about sports. Most of our colleagues don't even know how to get here. North of the interchange doesn't exist. A tremble comes over you. Another after effect of ethanol poisoning, perhaps. Feels like leaves do when they rustle in the breeze, somewhere far away, below the turbine. The 41st and the 57th. The lieutenant was right. It's not about who gets what's north. It's about who doesn't. Was das wohl über mich aussagt, dass mein Revier mich geschickt hat? Er zieht eine Augenbraue hoch und zieht es vor, dir den nächsten Schritt zu überlassen. Ich wurde geschickt, um Ihnen eine Lektion in Sachen Stil zu erteilen. Das lässt nur eine Schlussfolgerung zu. Ich bin der Beste, eine wahre Maschine zum Lösen von Fällen, und ich wurde geschickt, um Sie auf jede erdenkliche Art und Weise zu übertrumpfen. Ich muss ein apokalyptisches Omen sein, das meine Leute geschickt haben. Können Sie erraten, worum meine Botschaft besteht? Bitte seien Sie nicht beunruhigt, aber ich glaube, ich verfüge über supernatürliche Kräfte. Ich habe bestimmt unglaublich viele Leute getötet. Nein, haben wir nicht. Wir wissen, dass es nur 3 waren. Ich werde nicht näher spezifizieren, warum ich geschickt wurde. Aber ja, das lässt eigentlich nur eine Schlussfolgerung zu. Ich war zumindest mal eine wahre Maschine zum Lösen von Fällen. A good joke. He does not actually think it was a good joke. Natürlich war es ein Witz. Keine Sorge, ich habe nicht vor, mit Ihnen zu konkurrieren. Natürlich war es ein Witz. Schauen Sie mich doch an. Wie könnte ich mit Ihnen mithalten? Sie haben wahrscheinlich jede Menge gelöster Fälle. Wir wissen ja, dass wir prinzipiell halt nicht so schlecht sind oder waren. Also inzwischen schon, aber ich meine, wir haben auf jeden Fall einen höheren Rang als er. Aber ich würde einfach sagen, hey, keine Sorge, ich habe nicht vor, mit Ihnen zu konkurrieren. It's good we set this thing aside. Was there anything else you wanted to ask about the competition? Nein, genug vom Wettbewerb. Yes, it's a wholly pointless matter. Forget I ever mentioned it. Warum hat das 41. Revier mich geschickt? Sylvia hat Selbstmordwitze gemacht. Roy hat Selbstmord erwähnt. Wir können bestimmt noch Logik ausrüsten, oder? We sure can do.
War das der Hut? Oh ja, +1 Logik. Sieht halt aus wie Arsch, aber die Brille +1 Logik. Gekauft. Das Hemd +1 Logik. Okay. Yes? 83% Chance. Na, dann probieren wir es doch mal. Look at you. It's because you're a failure. They sent you to Slight, Precinct 57. Das ergibt mehr Sinn als die anderen Sachen, an die ich gedacht hatte. Just think about it for a second. You're a raging alcoholic who showed up 3 days late and argues with his necktie. You weren't sent here to win. Kim, wenn mein Revier mich hierher geschickt hat, mir diesen Fall gegeben hat, weil ich ein Versager bin, quasi als Scherz, I've considered it. dann stimmt es also. It would be immensely ugly of them, not to mention unprofessional. But I also think it's somewhat unlikely. Und warum? I checked the records. This jurisdiction dispute, who polices Martinez, reaches back to the 30s. It's as old as my station. And all this time we can't decide who gets Martinez? I think, yes, both stations would prefer a win. Also, sind Sie der Beste? I am the finest of nothing. Halten Sie mich wirklich für einen sicheren Kandidaten? Safe? No. But you're old. You've made it this far. Something has brought you through. We've only just started working together, so I don't know what it is yet. But it's there. So no, I don't think they sent you as a joke. And even if they did, they are in for a surprise. Okay. Call the Mama Dakwa. It's not only your eardrums that register sound anymore. Your very skin has become an organ of hearing. Looking for a whisper, light and low. A god who's very, very silent. Nothing escapes you. A cockroach in the other room. A candy wrapper falling on dry grass. A drunk falling from a chair in a bar 20 meters away. In fact, you haven't heard the Call du Mama Dakwa, but you have discovered that you have amazing hearing. It must be the only part of you the alcohol hasn't drowned out. Keep listening. +3 Wahrnehmung, das ist halt krass. -1 Enzyklopädie ist halt nicht so geil, aber +3 Wahrnehmung ist fett. Die können wir halt auf jeden Fall gebrauchen, weil, holy shit, unsere Wahrnehmung war vorher halt richtig mies. Und ich würde zum Ausgleich auf jeden Fall einen Punkt in Enzyklopädie stecken wollen. Das ist okay. Oh, können wir jetzt den Spiegel theoretisch nochmal? Weil wir... Ach, keine Ahnung. Ich muss auf jeden Fall erstmal meine Ausrüstung wieder ändern. Der Hut muss weg. Und dann tauschen wir das Hemd. Und die Brille. Und dann sind wir, glaube ich, wieder da, wo wir vorher waren. Müsste. Okay. Und dann ist die Folge, glaube ich, auch lang genug. Und das wird Pissen haben wir jetzt abgeschlossen, ne? Ja. Krass, wir haben schon voll viel Stuff abgeschlossen eigentlich. Also gerade vom Montag inzwischen ist ordentlich was erledigt. Abgesehen davon haben wir halt auch immer noch voll viel offen. Wo ich bei ganz vielen Sachen nicht weiß, wo ich weitermachen soll. Also ich kriege auf jeden Fall morgen früh neue Hinweise, aber bis dahin können wir auf jeden Fall noch 8 Stunden irgendwas machen. Schauen wir mal. Ich mache auf jeden Fall erstmal Feierabend, sage vielen Dank fürs Zugucken bis hierher, angenehmen Tag noch und
bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.